Der Performance S von Volkner. Zusammen mit Max Volkner, er ist hinten dran, er holt die Fernbedienung raus und wir werden jetzt diese Motorräder hier mit euch zusammen einfahren. Denn das Setup hier, gut, die müssen ja noch verzurrt werden, aber abends, da könnte man die schon mal prima einfahren. Was jetzt gemacht wird, das Fahrzeug wird komplett angehoben. Das macht der Max jetzt mal gerade hier mit der Fernbedienung und dazu wird das Auto komplett auf Stützen gestellt. Ganz genau, das wird auf 4 Stützen gestellt. Die können jeweils so 20 Tonnen heben und da sind wir insgesamt bei 80 Tonnen, die Stützen hochheben können. Das wäre zum Beispiel abends, wenn ich sage, ich fahre meine Fahrräder, meine Motorräder rein, da müssen die noch nicht verzurrt werden, aber sie sind schon mal sicher und regensicher. Man kann auch bei einer Party drin feiern, unten drunter. Ganz genau, ja. Man kann das Fahrzeug ja 60 cm hochheben und dadurch kann man da drunten auch echt mal gut eine erste Etage oder ein Erdgeschoss machen. Also, ginge das jetzt noch ein bisschen höher? Können wir so ein bisschen noch höher, ja. Mach mal. Du hebst gerade das ganze Auto an? Das ganze Auto an, ja. Wie viel wiegt denn das gerade? 20? Ja, das wiegt so, 18 Tonnen wiegt das. Du hebst das gerade hoch hier? Ich heb's komplett hoch, ja. Ich könnte das jetzt natürlich noch bis zum Exzess treiben, aber dann komme ich oben an die Banner dran. Wie weit geht denn das hoch? Ja, 60 cm. Wir sind jetzt hier ungefähr, sag ich mal so bei 40 cm, das heißt 20 gehen noch. Geht noch einen Ticken höher? Kannst du ein kleines bisschen? Ja, krieg ich bestimmt noch. Warte, ich muss gleich mal vorne die Räder zeigen. Ja. Bitte noch nicht runterlassen, dass man das mal sieht. Ist das cool, das Hochheben hier? Ja. Darf ich das mal zeigen? Also das Rad ist komplett in der Luft hier vorne. Ja. Ist doch gut fürs Radwechseln, ne? Ja, so mit einer Hand oder noch mit dem zweiten dabei? Aber das ist schon das Fahrgestell, das verwindet sich gar nicht. Ich dachte erst, das ist ja voll 80er, weil der so hoch war, aber dann habe ich gesehen, dass der hochgefahren wurde. Ja, sehr geil. Also die Idee, da ist eine Mulde drunter und damit die Motorräder über die Klappe kommen, hebst du den hoch und dann wieder runter. Nicht, damit man sich nicht den Kopf stößt. Das auch. Du kannst auch drunter sitzen. Also es gibt auch eine Sitzgruppe drunter. Echt? Ja. Geil. So, dann mal gucken. Du, wenn du willst, ruhig mal, genau, wenn du mal reinkommst, guck mal drunter. Und da kannst du richtig sehen, da ist eine Mulde drunter, siehst du das? Und so, da hast du die Möglichkeit, wenn das Fahrzeug ein bisschen höher ist, das quasi da runter zu fahren. Und das wird dann runtergelassen, wenn es gerade mal runterlässt ein bisschen. Ja. Ich sag dir Stopp. Oder das ist, glaube ich, jetzt so aufgebaut, du kannst ganz runterlassen, gell? Kommt ganz hier vorne nicht, ne? Ja, da vorne nicht ganz, aber das ist schon cool, oder? Sehr, sehr geil. Also ist beeindruckend, ja. Das ist Made in Germany hier. Made Ja, wo denn sonst? in Nordrhein-Westfalen. Auch. In Wuppertal. Um die Ecke. So. Sehr schön. Also technisch sehr geil, muss ich sagen. Dankeschön. So. Vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Ja, und das ist natürlich so, wenn du es nochmal rausfährst, sagen wir so lieb. Ja. Die Leute gucken hier, dann haben die wieder was für Instagram. Genau. Ja, hier filmen sehr, sehr viele Leute immer. Ist natürlich ganz interessant. Ich glaube, die Fahrzeuge sind so gut. Der Stand hier ist schon ein Muss hier auf der Messe. Die kommen vorbei, die Presse, die berichten immer über euch. Das ist interessant, oder? Das stimmt. Hier kommt auch jedes Mal wieder das Fernsehen. Die filmen uns jedes Jahr. Aber es gibt natürlich bei uns auch immer wieder Neuigkeiten. In dem Fall, da war jetzt, glaube ich, im letzten Jahr war irgendwie ein Fahrzeug, das hat irgendwie allein 3 Millionen gekostet und so. Und die Gesamtkombi waren dann 5 Millionen, da habe ich natürlich eine Überschrift kreiert. Aber das hier mit den Motorrädern ist natürlich eine schöne Anwendung, die tatsächlich auch so stattfindet, oder? Genau, ja, mit dem Ferrari ist tatsächlich auch eine echte Anwendung, aber mit den Motorrädern auch. Die benutzen dann das Fahrzeug wirklich als Rennstall, sage ich mal. Und dann stehen die Motorräder dann auf dem Plateau zum Verfahren. So, obendrauf hast du natürlich für die Rennstrecke, habt ihr jetzt einen Balkon drauf konstruiert, da darfst du auch drauf stehen. Genau, da darf man auch drauf stehen, da kann man auch ruhig mal mit 8 bis 10 Personen stehen. Das ist kein Problem. So. Kurz zum Thema Außenaufbau. Ihr habt hier oben GFK Sandwich oder was habt ihr? Genau, das sind Sandwichplatten, die sind speziell nach unserem Wunsch so produziert. So, und der ist ja jetzt schon ein Jahr im Betrieb, der stand ja jetzt auch im letzten Jahr, stand der hier. Genau, Der ist zufrieden, der Kunde. Hatte der die Zeit, den entsprechend herzugeben für die Messe? Genau, ja. Das macht er gerne. Genau, das macht er gerne. Ihr holt die auch ab beim Kunden, die Autos? Ja, klar. Ja. Das gibt sowieso bei uns, gibt es einen Service, wenn der Kunde das möchte. Wir bringen die Fahrzeuge, wir holen die Fahrzeuge
so ein, sag ich mal, rundum sorglos Paket. Das heißt, ich müsste gar keinen Führerschein haben. Ich könnte sagen, bitte da das Fahrzeug hinstellen, das würde gehen. Das würde auf jeden Fall gehen, das machen wir auch. Sehr schön. Also das ist ja manchmal so der, ich sag mal, Service, Concierge, den du hast im Hotel. Ja. Ich glaube, wenn du hier so Fahrzeuge verkaufst, muss der Service-Level muss auch hoch sein. Das heißt, wenn der irgendwo liegen bleibt in Italien, der kommt nicht mehr weiter, dann fliegt einer, oder? Erstens fliegen wir dahin, genau. Direkt einer von uns aus dem Werk, der wirklich ein Know-how über das gesamte Fahrzeug hat. Und wenn man bei uns anruft, egal wann, ob es an Weihnachten ist, mitten in der Nacht, bei uns kriegt man innerhalb von einer halben Stunde, sage ich mal, immer eine perfekte Antwort für das Problem. Das ist wichtig. Die Leute können ja auch heute mit dem Handy auch schon mal zeigen, was passiert ist, sehen das, wo es ist und so weiter. Die Leute kennen ihr habt Baupläne natürlich von den Autos drin, auch von älteren Autos, dass jeder Techniker genau weiß, was zu tun ist. Genau, wir haben seit über 25 Jahren jedes Fahrzeug bis ins kleinste Detail dokumentiert. Bei den neuen Fahrzeugen bringen wir es aber noch mal ein ganz schönes Stück weiter, weil wir können per Fernwartung wirklich jedes elektrische Bauteil genau kontrollieren und wissen dann exakt, was da los ist. Zum Beispiel vor 2 Wochen hat uns ein Kunde angerufen, der hat gesagt, ich kriege meinen Pkw nicht mehr ausgeladen. So. Und dann habe ich kurz geguckt und da war einfach nur die Fernbedienung hinten ausgeschaltet, die kann man echt mit dem Knopf drücken. Das geht, sage ich mal, in 10 Minuten weiß man dann genau, was los ist. Das heißt, ihr konntet dem Kunden sagen, was er jetzt im Zweifel falsch gemacht hat. Ist ja so viel, das kann man ja auch durchaus mal vergessen, gerade wenn man mal 6, 8 Wochen mal das Fahrzeug nicht benutzt. Genau, ja, und der Kunde hatte das Fahrzeug ganz neu und dann ist sowas natürlich super, ne? Bleib mal da stehen. Ich zeige mal gerade die Farbe Orange, die polarisiert natürlich extrem. Was ich krass finde, ist, dass euer Design im Moment von den Bussen von Mercedes-Benz wieder übernommen wird. Die haben die Scheinwerfer ganz unten. Das ist ja so ein bisschen Retro hier, was hier gemacht wird. Und das ist so genial, weil die neuen Überlandbusse von Mercedes haben genau das gleiche Design wieder, ganz unten. Die ganzen Scheinwerfer sind wieder nach unten gerückt. Das ist immer, sage ich mal, Geschmackssache. Aber wir versuchen unsere Fahrzeuge immer recht, sage ich mal, schon ein bisschen moderner aussehen zu lassen, aber recht klassisch, damit sie einfach in 10 Jahren immer noch ziemlich modern aussehen. Die Busscheibe ist rundherum reingeklebt. Genau. Das ist auch eine Besonderheit. Ja. Die hört nicht irgendwann auf, ist plan oder sowas. Eine eigene Scheibe. Was mache ich denn, wenn die kaputt geht in Schweden? Ja, sage ich mal, grundsätzlich kann die eigentlich jede Buswerkstatt wechseln. Okay. Und ansonsten... Die haben ihn aber entsprechend nicht vorrätig. Das heißt, die muss erstmal dahin kommen. Genau, die wird von uns dahin geflogen. Bei uns auf dem Lager haben wir die vorrätig. Und sonst kann auch gerne mal ein Mitarbeiter von uns oder auch 2 dahin fliegen und die Scheibe wechseln. Das hatten wir auch schon tatsächlich ein paar Mal. Kann ja mal passieren. Es kommt wirklich ein großer Stein mal rein, ein Loch ist drin. Die geht ja so schnell nicht kaputt, oder? Nee, das stimmt. Die ist echt stabil. Vor allem, weil sie jetzt verklebt ist, vollflächig. Die ist spannungsfrei dann. Ja. Ist sie spannungsfrei, aber zusätzlich noch ein statisches Objekt. Die stabilisiert das Fahrzeug nochmal. Okay, das ist Teil der... Teil der Konstruktion, ja. Ist sie dick? Ist sie schwer, die Scheibe? Oder? Nee, die kann man zu 2 tragen. Cool, also da ist die Scheibe mit drin. Das ist das Fahrzeug, ein Performance S. Das ist so ein bisschen die Königsklasse bei euch, der Performance. Wie lang ist der denn jetzt? Der ist jetzt speziell 12 Meter lang mit Hypercar-Garage. Das heißt, hier passen die ganz großen PKWs rein. Cool. Komm, wir gehen mal kurz rein, gucken uns den mal an. Ja, gerne. Dass wir einmal mal schauen. Ich mache noch ein Video mit euch, da komme ich noch mal. Ja. Alcoa-Felgen, allein die kosten 15. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die nicht ganz günstig, aber hier müssen doch entsprechende Alus drauf, oder? Genau, ja, die sehen einfach schick aus, vor allem wenn die so schön glänzen. Das macht schon was her. Und außerdem hier bei den Reifen haben wir sehr, sehr große Querschnitte. Die bringen natürlich nochmal echt ein richtiges, großes Maß an Fahrkomfort. Die federn gut. Genau, die federn einfach gut, ja. So, jetzt zeige ich euch mal, wir gehen gleich mal hoch. Das hier ist ausfahrbar, übrigens die Kassette, dass die Füße auch einen Platz haben, wenn man dann drin fährt. Und ja, ganz ehrlich, das wäre jetzt mein Auto. Eine Dreier-Lounge zum Fernsehgucken und Musik hören. Und hier ist, glaube ich, die Burmester drin, gell? Ja, hier ist noch eine spezielle andere Anlage drin. Das ist einfach eine Stereoanlage, die sehr, sehr hochwertigen Sound liefert. Boah, ist das cool hier. Das ist die Lounge, du kannst dich reinmachen. Hat es eine Funktion, kann man das noch entsprechend modifizieren von der Funktion oder ist es nur eine Lounge? Grundsätzlich ist das nur eine Lounge. Der Kunde wollte hier einfach, sage ich mal, einen großen Platz zum, sage ich mal, Lümmeln haben, wo man sich einfach mal hinlegen kann. Und dann an der Bar kann man dann essen, trinken. Genau, ist für 2 Personen ausgerichtet, das Fahrrad. Das ist endgeil. Also ich kriege jetzt einen Alkoven.
bisschen günstiger. Der hat praktisch hinten im Bett und vorne im Bett. Und Ja. im hinteren Bett, ich werde nur vorne schlafen, im hinteren Bett werde ich sowas einbauen lassen. Da gibt es so einen, der mir gesagt hat, komm, ich rüste dir das um, ich mache da Kaltkissen rein, da kommt dann so eine Lounge mit rein, da kommt ein großer Fernseher mit rein. Aber hier, in der Ausprägung hier, ich zeige das mal gerade komplett, dass wir das mal gerade sehen, da hast du hier diese riesen Lounge und auf der linken Seite hast du deine Stereoanlage und hast deinen ordentlichen Fernseher. Ja. Kamen die Leute schon mal nach Wünschen noch einen größeren Fernseher? Also Ja. hier ist ja ein 60 Zoll, zum Beispiel 80 Zoll. Genau, das gibt es manchmal, aber grundsätzlich meistens nicht. Der Abstand ist natürlich auch hier relativ klein, ne? Da muss man gucken. Ach, der hat einen 5.1 hier drin mit richtigen großen Lautsprechern. Ja, 5.1 nicht, aber der hat so ein Surround-System. Genau. Ist klar. Sonst hier für 5.1 würden hier oben noch die Lautsprecher fehlen. Nö. Kann man bei uns aber auch haben. Kann man auch haben. Genau. Ich verstehe. Also ich kriege das, was ich will. So, und ihr baut jedes Fahrzeug quasi auf Kundenwunsch, setzt aber auf bestehende Grundrisse natürlich zu. Wenn ein Kunde bereit ist, genug Geld auszugeben, kriegt er auch ein komplett neues Fahrzeug, oder? Genau, das geht. Das wird also wir sind da komplett frei. Wir haben eine riesen Fertigungstiefe, womit wir, sag ich mal, eigentlich in der Lage sind, fast alles zu fertigen. Sag mal, die Lounge, das ist doch geil. Also klar, der Tisch ist jetzt weg. Der Tisch ist weg, klar, man hat hier keinen Tisch, aber dafür hat man halt eine Lounge. Wenn man jetzt wirklich Da vorne ist ja der Tisch. genau, jetzt nicht mit 4 Personen drin ist oder so, sondern mit 2, ist das eigentlich optimal. Ich kann mich Vorne da mal kannst du hier essen. hinsetzen. Ja, mach mal. Die meisten gehen ja abends dann auch raus ins Restaurant mal oder grillen draußen, haben die Stühle draußen und so. Und hier drin wird ja gar nicht so viel gemacht. Aber das hier wäre genau meine Lösung. Also, dass man das gar umbaut. Hat hier vorne so die Lounge-Funktion. Hast ganz viel Raum durch diesen Wall-Out. Da ist ja hier das Fahrzeug insgesamt 50 cm breiter. Und hier vorne sieht man eigentlich im Fahrerhaus, das wäre die normale Breite. Und das ist die Erweiterung hier. Das ist schon... Da ist schon ein großer Unterschied zu sehen. Ne? Ja. So, das Holz hier ist echt. Das ist Echtholz, klar. Hier ist es sogar komplett Vollmaterial, echtes Holz. Die ganzen Schränke hier, die sind echtes Furnier, aus echtem Furnier. Die werden bei uns in der Furnierabteilung so gebaut. Ja. So, und das war hier Kundenwunsch, dass es so rustikal Ganz genau, mit der das Struktur hier ist. Sehr rustikal, aber das war Kundenwunsch. Ich finde es total schick. Ja. Also macht die Sache sehr langlebig. Und das Gläserparadies hier diesmal ein bisschen anders. Genau. Das ist Immer für den Kunden. angepasst. Genau, wenn andere Gläser kommen, dann gibt es auch eine andere Vitrine. Darf ich da mal reingucken, so einen Ja, Schrank? klar. Hier oben, Pushlocks diesmal. genau, hier sind Pushlocks. Hier ist jetzt zum Beispiel noch ein Drucker drin verbaut und noch ein Spezialrouter, den der Kunde genauso haben wollte. Mhm. Genau. Und drunter? Hier unten drunter. Hier sind noch ein paar Snacks drin. Genau, und hier ist jetzt noch ein Radio drin verbaut. Das kann man dann auch noch auf die Anlage zuschalten. Dann könnte man auch Radio darüber hören. Oder hier den Sound, USB, sowas machen. Genau, ja, das geht auch. Also wenn ich jetzt per Bluetooth irgendwas verbinden möchte, hier habe ich jetzt diesmal ein Ceran-Kochfeld Induktion. Genau, in dem Fall. diesmal ohne Absaugung. Aber wenn man das Fenster aufmacht, dann reicht das auch gut aus. Du, das ist Kundenwunsch. Der eine sagt, brauche ich nicht. Ganz genau, und ja. hier hast du die Siemens Spülmaschine. Genau. Finde ich an dem Ist auch wieder Platz sehr genial. gut. Ja, ich mag das auch, wenn man alles immer auf Stehhöhe hat. Ne? Der was ist- Backofen, Aber hier die Spülmaschine. Blende ist blind, hier dahinter. die ist blind, genau. Gott. Aber hier hinten hat man so einen kleinen Service. Darf ich mal sehen? Ja. Das sind 12 Meter jetzt hier drin. Das ist ein 12 Meter Fahrzeug. Das hier könnte ja zum Beispiel auch wirklich für den Bereich Rennsport genutzt werden. Ein Rennsporttaxi hier mit drin. Ja. Und dann hast du hier... Stimmt, ich kann mich dran erinnern, letztes Jahr. Hier ist das Klo mit drin. Die Dusche ist offen komplett. Ganz Die kannst du genau. hier zuklappen. Ja, die kann man jetzt zuklappen. Da ist natürlich Kundenwunsch, wie das hier genau gestaltet wird. Da haben wir mehrere Möglichkeiten, aber der Kunde wollte WC und Dusche in einem Raum haben. Das hat sich jetzt, also die Dinge, die er baut, die inspirieren ja auch neue Leute, glaube ich, oder? Die das sehen Ja. und sagen, hey, das ist ja mal eine geile Lösung. Das muss ja nicht immer komplett. Ja, das stimmt. Also viele Sachen, sag ich mal, die neuen Kunden, die lassen sich immer inspirieren durch die Sachen, die andere Kunden schon eingebaut haben, aber Auch hier das Finish von der Wand finde ich total cool. Da Ja. ist jetzt hier so eine Spezialtechnik drauf, appliziert. genau, ja, das ist so eine Spezialtapete mit so einer speziellen Oberfläche noch drauf, damit alles wasserdicht ist. So, ich kann nur kurz rausgucken, wir müssen gleich weg, aber ich komme noch mal wieder. Wir werden das Fahrzeug nebenan noch mal zeigen. Das Auto haben wir ja im letzten Jahr schon mal gefilmt, zusammen mit Simone, die war auf dem Dach drauf, kann Ja. ich noch dran erinnern. Und es gibt auch hier eine Waschmaschine in dem Auto. Ne, hier ist keine Waschmaschine, die gibt es aber in dem nächsten Auto. So, Da ist eine- Max, wir müssen weg. Ich zeige noch gerade das Waschbecken, dass wir Ja. das gezeigt haben. Da ist es. Aus Stein. Aus Stein. Genau.
So, und ich stelle mich noch einmal in die Ecke für euch, dass ihr sehen könnt, hier ist dann auch nochmal ein Soundsystem, ein Riesen-Soundsystem drin. Also da überall Lautsprecher, alles fest eingelassen. In die Schränke per Hand eingelassen, ja. Und es klingt gut. Klingt super. Klingt super. Ja. Und die Fernbedienung, die darfst du noch mal kurz zeigen hier unten. Ihr habt jetzt neue Displays mit drin, mit denen man Genau. das komplette Fahrzeug dann schön... Das Fahrzeug hier hat jetzt noch nicht das neueste Update drauf. Das kommt immer nach einer Zeit, werden die alle geupdatet, ja. Sehr schön. Das macht ihr auch im Haus, glaube ich, Das die wird, Entwicklung. genau, wir haben bei uns mehrere Programmierer, die programmieren das genau nach unseren Vorstellungen, ja. Man sieht dich jetzt als Spiegelung im Ja. Spiegel. Also das wäre jetzt nicht so meins, wenn ich meinen dicken Bauch dann abends noch sehen müsste beim Schlafen, aber das ist auch Kundenwunsch. Genau, das Erweitert wird den halt Raum ein natürlich. Riesenraum, ja. Erweitert den von hinten nach vorne mal komplett. Genau. Boah, der 12 Meter hat aber auch was, muss ich sagen. Also der würde ich jetzt, wenn du sagen würdest, hier kannst du mitnehmen, Ja. würde ich jetzt nicht Nein sagen. Allerdings muss man sagen, die Serviceintervalle, Wartung, da kommen allein schon, glaube ich, pro Jahr rund 10.000 Euro für die Werkstatt rein, oder? Wenn hier der Busmotor, hat der Serviceintervalle? Genau, der Busmotor hat schon Serviceintervalle, bei uns gibt es das eigentlich nicht. Ich sag mal so, wenn die Fahrzeuge einmal laufen, dann laufen die. Klar, ab und zu sollte man mal das Plateau einfetten, den Bohrlot einfetten. Nein, aber ich meine aber jetzt selbst der Motor selber und ich sag mal, das sollte ja servitiert werden von der Fachwerkstatt. Genau. Ich weiß, dass es bei den Bussen nicht ganz billig ist, wenn du da hinfährst. Ja. Da gibt es so günstige Intervalle, die du hast, aber es gibt auch welche, die kosten dann auch mal 4.000, 5.000 Euro. Ja, genau. Also es gibt natürlich immer verschiedene Serviceintervalle, da hast du schon recht. Aber ganz ehrlich, das gehört mit dazu, das sind die gehört einfach Kosten. dazu, ja. Wenn du den Fahrer hast, dann ist das auch nicht so wild. Wir gehen raus, Performance S. Gut, das Wildleder gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also ich würde ihn so nehmen, wie er steht. Ich glaube, die Farbzusammenstellung musst du sehen. Also das ist eine Ja. Geschichte, wenn du die auf dem Computer simulierst, dann sagen die Leute, du hast einen Knall orange mit, aber so, wie es jetzt hier ist. Es macht schon was her, das stimmt. Vor allem, weil die ganzen Applikationen ja wirklich zur Außenfarbe gehören. Ja. Ich bin stolz auf dich, Max. Ja, danke. Fahrzeugbauer aus Leidenschaft, Ausbildung gemacht, jetzt voll im Betrieb drin. Und der Papa, der kann demnächst auf Reisen gehen und dann unterwegs konstruieren. Wir gehen noch mal kurz raus auf den Stand, dann zeigen wir euch das letzte Auto. Nur in der Übersicht. Ich muss noch mal wiederkommen, denn wir sind ja stark eingespannt hier auf der Messe. Aber dieses Jahr wirklich toller Auftritt. Der orangefarbene, den sehe ich dieses Jahr mit ganz anderen Augen, muss ich sagen. Wenn du dann noch mal reingehst, dann siehst du viele Details, die du vorher gar nicht gesehen hast. Genau. Aber die Lounge, die hat was. Das ist schon cool. Und der hier, das ist jetzt was ganz Besonderes. Das, wenn du mal kurz links neben mich kommst, sag mal so lieb, der ist jetzt in der Inneneinrichtung relativ schlicht. Genau, ja, der ist relativ schlicht. Der hat komplette Alcantara-Verblendungen überall, elektrische Sonnenrollos und Mückengitter. Und außen hat er was ganz Besonderes. Und zwar, der schwarze Balken ist hier eine Folie, die sich selbst reparieren kann. Bei so circa 30 Grad. Das heißt, Die kannst du rausföhnen. nee, man stellt ihn wirklich einfach nur in 30 Grad Außentemperatur und dann. Das kenne ich. Das sind so Steinschlag-Schutzfolien, die Ja, so sich in der Art, genau. praktisch automatisiert, wenn es heiß wird, geht alles wieder. Also wenn du hier am Ast vorbei dengelst, Ganz dann genau, geht das von selber wieder weg. Ja, und dann hat man, sag ich mal, jahrelang eine richtig immer neuwertige Oberfläche und die glänzt auch im Prinzip so fast wie eine Lackierung. Sieht kaum einen Das Unterschied. ist total krank. Also ich glaube, ich werde mir auch so Steinschlag-Schutzfolien drauf machen, die so glänzt, wie es ist. Aber du wirst mir nicht verraten, welches es ist natürlich. Ja, jetzt. Ist Betriebsgeheimnis. Die drauf, genau. Dankeschön. Ja, wir sind am Stand von Volkner. Diesmal der Performance, was ich besonders geil finde hier ist, dass das Performance so halb durchlässig hier ist. Guck mal hier, da ist noch eine Folie drüber. Und je nachdem, wie du guckst, hat das einen ganz anderen Effekt, ja. Das spiegelt. Ja, das ist so eine spezielle Titan-Chromfolie. Die hat eine sehr, sehr hochwertige Oberfläche und die ist wirklich ein bisschen dezenter gehalten. Ich finde die total cool. Und da ist jetzt ein großes Auto drunter. Die werden ja immer größer, die Minis. Die sind ja gar nicht mehr Mini. Na genau, nee, Mini sind die nicht mehr wirklich. Hier jetzt ein 5-Sitzer mit einem echt großen Kofferraum. Ein Clubman ist das. Tschüss, Max. Tschüss, Sven.